Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basic Video werde ich euch zeigen, was ihr innerhalb der Anpassungen machen könnt, wie zum Beispiel die Deckkraft oder eine Gaußsche Unschärfe, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Die Anpassung könnt ihr öffnen, indem ihr hier auf den Zauberstab klickt, und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Einerseits hier die Deckkraft, und das hat Auswirkungen auf die Ebene, auf der ich gerade bin. Wenn ich da sage Deckkraft anpassen, dann kriegt ihr hier oben einen Slider quasi, und da könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr runterfahrt, dann wird dieses Element, was ihr hier habt, wird transparent, je nachdem wie hoch ihr das schraubt. Das ist eine. Oder ihr könnt eine Gaußsche Unschärfe auf das Element legen, funktioniert genau gleich. Das heißt, ihr habt hier einen Schieberegler oben und der definiert, wie stark das verschwimmen soll. Oder ihr habt eine Bewegungsunschärfe. Und die Bewegungsunschärfe, das macht zum Beispiel so ihr seht, es bewegt sich in eine Richtung. Es ist so, als ob das ganz schnell vorbeifahren würde wie bei einem Auto. Das ist diese Bewegungsunschärfe. Dann könnt ihr eine perspektivische Unschärfe machen, wo ihr definiert, wo ist der Punkt, von dem es ausgeht. Und dann könnt ihr den Schieberegler hochdrehen. Das heißt, ihr seht jetzt, diese Ungenauigkeiten oder dieses Verschwommene kommt von diesem Punkt. Wenn ich das ändere, den Punkt zum Beispiel in eine andere Richtung nehme, dann verschwimmt es nach oben. Und hier könnt ihr positionsgetreu machen oder direktional, und wenn ihr es direktional anklickt, könnt ihr immer noch sagen, in welche Richtung soll es eben verschwimmen. Dann haben wir einen Scharfzeichner. Ich habe den noch nie genutzt. Es ist extrem schwierig. Ich kann es mal versuchen, wenn wir auf dieses Bild gehen. Da habe ich Blätter, die eine Unschärfe drauf haben. Und ich da jetzt den Scharfzeichner anwende. Es hat jetzt nicht die Riesenauswirkung. Also das ist ein Element, für mich jetzt nicht so im Gebrauch, sagen wir es mal so. Dann habt ihr ein Rauschen, und da, wenn ihr das hochdreht, seht ihr jetzt, ich bin auf dem Layer, wo nur der Vogel ist, und da seht ihr jetzt, wie dieses Bild so eine Körnung bekommt. Das ist dieses Rauschen. Dann haben wir ein Verflüssigen, und das ist dann schon ein größeres Menü. Wir starten hier mal ganz drüben. Also ich kann einerseits bei allen unten einstellen, wie groß der Effekt sein soll, also bei wie viel Druck mit dem Stift es reagieren soll, wie stark die Verzerrung sein soll und der Schwung. Das zeige ich euch kurz. Ich schiebe mal, ohne dass ich den Schwung eingestellt habe. Da seht ihr, ich kann jetzt einzelne Elemente quasi wie verziehen. Wenn ich hier einen Schwung habe, dann ist, selbst wenn ich aufhöre mit dem Stift, geht es noch weiter. Das ist das, was ihr mit dem Schwung machen könnt. Könnt ihr mal auch zurücksetzen. Dann Wirbel rechts drehend. Je nachdem, wenn ich da drauf bleibe oder aufhöre, seht, das hat es jetzt nach rechts gedreht. Ich kann das Ganze nach links drehen. Ich kann kneifen. Das heißt, der Bereich wird wie quasi kleiner oder es wird so reingezogen. Ich kann das Gegenteil machen. Ich kann es erweitern, dass der Bereich größer wird. Ich kann es
mit so einer Kristallform machen. Seht das jetzt gerade nicht so gut. Ich mache das ein bisschen größer. Seht ihr, seit hier gibt es so wie quasi eine Verzerrung mit so einer Kristallform. Das ist das, was mit den Kristallen passiert. Dann hat es hier einen Befehl Kante. Da kann ich die Kanten quasi verziehen. Dann, wenn ich irgendwo etwas gemacht habe, sagen wir mal, ich habe dieses Schieben, mache ich bei dem Flügel und bei dem Flügel. Und dann sage ich, nee, passt nicht ganz. Und dann kann ich hier auf Rekonstruieren gehen. Und dann zieht es bei den Bereichen das wieder dahin zurück, wo es war. Also ich kann hier, wenn ich Zurücksetzen machen würde, würde es ja alles zurücksetzen. Und beim Rekonstruieren kann ich das auf einzelnen Bereichen machen, was doch hilfreich ist. Und das Anpassung wird erst aktiv, wenn ich irgendwo etwas gemacht habe. Dann seht ihr hier, kann ich immer noch sagen, wie stark soll diese Anpassung sein. Also damit kann ich auch noch regeln. Das sind die ganzen Sachen, die ihr machen könnt beim Verflüssigen. Und dann haben wir hier auch noch das Klonen. Da kann ich jetzt mit diesem Cursor quasi einen Bereich auswählen. Ich habe hier oben dieses Blatt. Und dann kann ich zum Beispiel hier dieses Blatt hinzufügen. Ich kann es hier nochmal. Ihr könnt auch mit zwei Fingern, ne? Wenn ich das hier behalte und dann einfach hier färbe, kopiert es quasi das. Ihr könnt hier mit der Pinselgröße arbeiten auch. Und ihr könnt auch die Stärke einstellen. So könnt ihr einzelne Bereiche auch nachzeichnen. Dann haben wir hier noch Farbton, Sättigung und Helligkeit. Und da könnt ihr von dem Element den Farbton ändern. Ich bin jetzt auf der Ebene von diesem Vogel hier, ne? Ihr könnt die Sättigung von dieser Farbe anpassen und ihr könnt die Helligkeit anpassen. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf ein einzelnes Element von diesem Vogel, sondern alles, was quasi hier auf dieser Ebene ist, wird dadurch angepasst. Dann haben wir noch die Farbbalance, wo ihr zwischen Cyan und Rot, Magenta und Grün und Gelb und Blau das ändern könnt. Und hier habt ihr dann auch noch, wo ihr sagen könnt, was soll beeinflusst werden. Sollen es die Schatten sein, sollen es die Mitteltöne sein oder sollen es die Glanzlichter sein. Dann sieht der Vogel plötzlich ganz anders aus, ne? Das ist es. Dann haben wir noch die Kurven und da könnt ihr wirklich in den einzelnen Farben auch die Farbkurve anpassen. Also da könnt ihr wirklich schon sehr genau dann auch arbeiten. Ihr könnt auch mehrere Punkte eingeben, um das wirklich sehr genau zu bestimmen. Und das eben für Gamma, Rot, Grün und Blau. Und das letzte ist noch hier das Neu-Einfärben. Ich habe hier oben so einen eher braunlicheren Ton. Und wenn ich jetzt hier den Hebel hochzerre, hat dieser Farbton immer mehr Auswirkung auf das ganze Bild.
Und so kann ich das auch nochmal anpassen. Wenn ich jetzt hier einen anderen Farbton nehme, dann seht ihr hier hat es einen ganz anderen Effekt. Das heißt, es zieht dieses Grün noch mehr ins Bild rein. Also da könnt ihr auch nochmal spielen. Und das sind die Möglichkeiten, die ihr hier in den Anpassungen drin habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!